zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich habe ja schon gar nicht mehr damit gerechnet, aber tatsächlich wurden die Dark Eldar, die Drukhari, in der 10. Edition von Warhammer 40k doch nicht ganz vergessen. Der aktuelle Sunday Preview-Artikel zeigt uns, was wir ab Samstag, 27.09. vorbestellen können. Ja, und dann ist der September auch schon rum. Hier im ersten Satz steht es auch direkt, stets mit schicker Verspätung. Dann geht's direkt los. Codex Drukhari, beide Varianten. Einmal Collectors Edition, einmal reguläre Edition. Beides sehr schöne Cover, finde ich. Fakten dazu: 136 Seiten. Die Drukhari haben dann 5 Kontingente und 23 Datenblätter. Sehr süß. Erste neue Miniatur für Sigmalis. Richtig nice. Aschontin der dunklen Stadt. Krasser Dolchfächer, krasser Klingenfächer. Eine Kopfvariante hat dann hier den Halbschleier. 2 verschiedene Runenstücke für Space gibt es auch. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Miniatur. Coole Pose, hat eine gute Ausstrahlung, gefällt mir echt sehr gut. Kann ich mir auch echt gut als Anführerin der Drukhari so auf dem Schlachtfeld vorstellen. Die hohen Schuhe sind natürlich auch perfekt für die Schlacht. Kann man den Gegnern dann schön die Absätze in die Fresse rammen. Nee, also das Modell ist echt nice, das hat was, gefällt mir. Weiter geht's mit einer Streitmachtsbox, Realraumplünderer. Große Box, was haben wir denn hier alles drin? Auf jeden Fall eine weitere neue Miniatur, den Archon. Den gibt es erstmalig auch nur innerhalb dieser Box hier. Den wird man vermutlich später dann auch wieder einzeln bekommen. Einzeln kaufen können, klar. Streitmachtbox ist auf jeden Fall gut als Startpunkt für eine neue Drukhari-Armee. Auf den ersten Blick aber bis auf den Archon alles alte Miniaturen, alles bereits erhältliche Miniaturen. Was haben wir denn drin? Wir haben 5 Harpien drin, wir haben 5 Hellions drin, wir haben eine Schattenviper, 5 Inkubi, 10 Kabalenkrieger und 10 Hekatari. Also ja, ist auch diesmal hier eine Streitmachtbox, keine Armeebox. Die letzte Armeebox, also das letzte Army-Set, wenn ich mich nicht ganz täusche, war für die Space Wolves. Da hat man dann 28 Minis drin gehabt, aber zusätzlich eben auch den Codex, beziehungsweise die Codex-Erweiterung und die Datenblattkarten. Und davor war es, glaube ich, die Army-Box für die Emperor's Children. 33 Minis, auch Codex dabei und Datenblattkarten. Das hier also keine Army-Box, so wie es ausschaut, sondern eine Streitmachtbox. Das heißt, man hat die Miniaturen, 37 Stück, das ist schon mal ordentlich, aber kein Codex dabei, keine Datenblattkarten. Warum man da jetzt diesmal keine Armee-Box draus gemacht hat, keine Ahnung. Ich meine, es sind 9 Minis mehr als im Vergleich zur Space Wolves Box. 4 Minis mehr im Vergleich zur Emperor's Children Box. Bin ich mal gespannt, was diese Streitmachtbox dann kosten wird. Wundert mich auf jeden Fall, dass sie da jetzt nicht eine Armeebox draus gemacht haben und einfach den neuen Codex mit den neuen Datenplakaten dazu packen. Wäre ein noch besserer Start gewesen, aber gut. Wer weiß, die Entscheidung muss man nicht immer alle nachvollziehen können. Hier sieht man nochmal das neue Modell, der Archon. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, mehrere Varianten für den Torso, verschiedene Köpfe, verschiedene Waffen. Ja, ist nett, aber haut mich jetzt so auf den ersten Anblick jetzt nicht so krass vom Hocker. Dann gibt es zusätzlich zur Streitmachtbox auch noch eine Combat Patrol. Zeigt dann hier den Homunculus-Zirkel, also eine andere Facette der Armee. Anführer Homunculus, Xatrophus, Null. Haben wir dabei ein Kronos, ein Talos und 10 Folterer, 13 Minis. Also Streitmachtbox und Combat Patrol. Zack, guter Quickstart für eine Dark Eldar Armee. Richtig nice. Aber es ist trotzdem keine tolle, neue, große Überarbeitung oder Überholung der alten Range. Also das sind jetzt bis auf die 2 neuen Anführer-Minis, also für Sigmalis und den Archon, sind es die Modelle aus dem letzten großen Release von 2010. Also 5. Edition. Das heißt, die Range ist nach wie vor eigentlich 15 Jahre alt. Aber jetzt haben wir einen neuen Codex für die 10. Edition und ja, jetzt auch, man bekommt einen Schwung Minis im Bundle. Streitmachtbox, Combat Patrol, ja, wie gesagt, kann ein Quickstart für eine neue Drukhari-Armee sein oder um eine bestehende Drukhari-Armee nochmal stark zu vergrößern. Aber gerade hinsichtlich des Alters mancher Bausätze muss man da aber auch wissen, dass sich in den 15 Jahren natürlich auch viel verändert hat. Und ja, man munkelt, dass die Harpien da hinsichtlich des Zusammenbaus ein Update eigentlich dringend benötigt hätten. Aber gut, ich habe ganz ehrlich damit gerechnet, von den Drukhari hat man Ewigkeiten nichts gehört. Wenn sie da was Neues rausbringen, dass es mit einem riesen Paukenschlag kommt,
Hab sogar gedacht, vielleicht sind es die großen neuen Antagonisten in der 11. Edition Warhammer 40k. Aber ja, gut, man weiß ja, vielleicht kommt ja noch was, aber im Endeffekt sind es 2 neue Anführermodelle und der Kodex für die 10. Edition. Der Rest ist einfach nur neu verpackt. Ne? Also ist halt eine andere Combat Patrol jetzt. Ja, ist jetzt weder gut noch schlecht, ist ein bisschen auch schade, finde ich. Wäre auf jeden Fall cool gewesen zu sehen, was sie denn für die Drukhari denn noch so alles so im Petto haben, was sie noch geplant haben, was komplett neu wäre. Die neuen Anführermodelle sind cool, die passen in die Range rein, aber sie ist halt trotzdem weniger so dieses wow, krass, ey, voll coole neue Minis, komplett überarbeitet oder... Ich meine, die 2 neuen Anführermodelle sind cool, aber es ist jetzt halt keine große Überarbeitung der kompletten Range. Klar. Ja, dann kommt sogar noch was, Folterer. Sind die jetzt neu? Nee, die gab es ja früher auch schon. Die hat jetzt ein neues Sculpts rausgebracht, ich suche das mal raus. Nee. Vorher waren in der Box 5 Minis und die sehen genauso aus. Das sind einfach zweimal diese 5er-Box, neu verpackt, Repackaging betrieben. Sind es halt 10 Folterer in einer Box drin. Ja, also auch nichts Neues. Datenblattkarten und Würfelset, ja klar. Das war's dann von den Drukhari, okay. Dann geht's weiter, Combat Patrol, Todeskorps von Krieg, Astra Militarum. Haben wir wieder 5 Pferde, Todesreiter. Kann man mögen. Ich finde es jetzt weniger cool. Passt für mich so in mein Bild meiner Astra Militarum Armee jetzt weniger rein. Es ist natürlich wie bei allem Geschmackssache auch. Ich bin jetzt kein Riesenfan von den Todesreitern. Dann haben wir hier in der Combat Patrol noch Unterstützungswaffentrupp, also 3 Kanonen drin. Standard 10er Infanterietrupp und dann noch den Kommissar mit dem Kommandotrupp. Auch alles Minis, die man auch einzeln erhalten kann, klar. Ist auch mal ganz nett, dass Astra Militarum jetzt eine Combat Patrol komplett nur auf Todeskorps von Krieg ausgerichtet. Ja, die ältere Combat Patrol fürs Astra Militarum eben sehr stark kardianischer Fokus, ziemlich cool, die habe ich mir auch geholt, finde ich auch, es ist für mich nach wie vor so, Kardia, so dieser Dreh- und Angelpunkt der imperialen Armee, klar. Dann kam ja die neue Combat Patrol fürs Astra Militarum raus, jetzt vor ein paar Monaten, da waren dann auch 10 Pferde drin, also 10 attilianische Gardereiter, da auch sehr stark eben auf diese Pferde-Kavallerie gesetzt. Und jetzt hier neue Combat Patrol mit Fokus Todeskorps von Krieg. 5 Todesreiter drin. Also irgendwie scheint man bei Games Workshop das Zeitalter der Pferde im Astra Militarum zu sehen. Ja, ich bin jetzt weniger ein Fan davon. Für mich ist das Astra Militarum viele Fußsoldaten, viele Panzer, viele fette Geschütze. Das ist so klassisches Astra Militarum für mich. Aber auch hier gilt, ist Geschmackssache. Logisch. Todeskorps von Krieg finde ich auf jeden Fall vom Style cool. Die Combat Patrol selber ist da jetzt aber eher nichts für mich. Weiter geht's. Black Libraries sind wir schon. Keine neuen Minis mehr. Wir haben hier Tomb World, Necron-Roman, hier in der Special Edition. Dann geht's weiter mit Tomb World in der regulären Edition. Ist auch ein Hardcover. Boah, cool. Morven Wall, Spear of Faith. Nice. Und dann haben wir hier noch einen Roman auf Französisch. Wähle deine Feinde. Die Aussprache des Titels auf Französisch erspare ich euch jetzt. Und auch bei Warhammer Plus gibt es ganz viele tolle neue Dinge. Das war's zur Sunday Preview. Die Drukhari kommen mit Verspätung jetzt mal an in der 10. Edition. Wenig Neues, viel Repackaging. Nichtsdestotrotz, wenn man mit dem Gedanken spielt, mit einer Drukhari-Armee starten zu wollen, jetzt gegen Ende der 10. Edition, wenn ich mich da mal aus dem Fenster lehne, super Möglichkeit jetzt noch mit einem guten Deal hoffentlich in einem Bundle an viele Drukhari-Modelle zu kommen. Aber muss man im Hinterkopf behalten, das sind hauptsächlich Modelle, die halt schon 15 Jahre auf dem Buckel haben. Die können auf dem Schlachtfeld heute natürlich genauso aussehen wie neuere Modelle, neuere Minis, logisch. Aber nur, dass man es im Hinterkopf hat, kann man sich überlegen, will man damit starten, will man eine bestehende Drukhari-Armee verstärken, erweitern. Guter Deal, denke ich mal dann mit der Streitmachtbox und der Combat Patrol. Aber leider jetzt auch nicht wirklich mega viel Neues. Lady Malis, geiles Modell, finde ich super. Aber ansonsten viel alter Käse nochmal neu aufgewärmt. Nach dem ganzen Drukhari-Spektakel haben wir dann noch eine Combat Patrol fürs Astra Militarum gehabt, Todeskorps von Krieg, 5 Todesreiter mit dabei, ja, muss man mögen. Und Black Library, Tomb World, Morven Wall, Spear of Faith und Wähle deine Feinde auf Französisch jetzt. Ja,
Ich bin nach wie vor ein bisschen überrascht. Ich hätte bei den Drukhari mit mehr gerechnet, aber es ist, wie es ist. Was ist eure Meinung dazu? Lasst es mich wissen, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr auf dem Kanal sehen wollt, lasst noch ein Abo da. Kommentiert fleißig. Ich freue mich immer auf jeden einzelnen von euch. Und dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.